Im Hintergrund läuten die Kirchenglocken. Ich weiß nicht, ob man sie hören kann. Ich wohne hier ein Stück weit von der Kirche entfernt und finde die Tatsache sehr, sehr schön. Besonders weil der Kirchturm im Sonnenaufgang bzw. Untergang einfach auch ein schöner Anblick ist. Es ist jetzt ein Dreivierteljahr circa her, seit ich angefangen habe, das Buch zu schreiben über das Loslassen, da das kein Buch per se ist, sondern mehr ein Erfahrungsbericht, ist natürlich in dem Dreivierteljahr auch ganz, ganz viel passiert und es hat daher ganz viele Änderungen auch gegeben, weil ich Dinge vor ein paar Monaten einfach auch noch ganz anders angegangen bin, als ich es heute tue. Und ja, in diesem Sinne herzlich willkommen auf dem Kanal Protect Inner Circle, habe ich ihn, glaube ich, genannt. Ja, das geht einfach auch einher mit dem Loslassen an sich, mit dem, was ich einfach entdeckt habe, was hinter diesem Loslassen steckt und was überhaupt in der Gesellschaft los ist. Das hat mich schon immer interessiert und ich dachte eigentlich immer, dass ich berufen bin, die Natur zu schützen, das, was wir eben geschenkt bekommen haben, das, was Gott gegeben ist, dass wir das wahren müssen. Und ich habe immer versucht, irgendwie in diese Schiene hineinzugehen und auf eben solche Dinge auch im journalistischen Bereich aufmerksam zu machen. Aber am Ende ist es einfach so, dass jemand, der, ich sage mal, den guten, richtigen Weg geht, der wahrt und achtet die Natur von ganz alleine. Und von daher bin ich da ein bisschen gehüpft in eine andere Schiene. Das Schreiben ist nach wie vor mein Thema. In dieser Beschreibung dieses Kanals werden 2 E-Books sein zu einem Gedichteband, Agape, und dann noch einmal eine Kirchenreihe. Und zwar habe ich hier, das ist so wunderschön, wo ich wohne, habe ich ganz viele Örtchen entdecken dürfen. Und in jedem oder aus jedem Ort ragt eben ein Kirchturm. Und naja, das muss ich dann einfach auch mal aufgreifen, weil das Erste ist, was man sieht, wenn man durch die Landschaft fährt und ins nächste Örtchen kommt, über diese Hügel, durch die Kurven durch, an den Bäumen vorbei, ist da das nächste Örtchen und aus jedem ragt eben ein Kirchturm hervor. Und auch dort habe ich einige Gedichte-Texte, genauso wie zu dem Agape-E-Book, sind einige schöne Dinge dabei, die inspirieren sollen, die einfach schön sein sollen, die auch Mut machen sollen, gerade auch für Menschen, die sich angesprochen fühlen zu dem Thema Loslassen. Und ja, wenn man eben, ja, manche mögen meinen, ich habe eine Krise gehabt, aber ich selber sehe das nicht so. Ich habe es von vornherein, habe ich gewusst, okay, alleine schaffe ich das nicht, da irgendwie aus diesem Spektakel wieder herauszukommen, und habe das Ganze aber eher als eine Reise zu meinem wahren Selbst kennenlernen dürfen und auch von vornherein eigentlich gesehen. Ich wusste, dass es nicht, also der Auslöser war ein Beziehungsende, aber ich wusste, dass es dabei nicht eben um diese Beziehung geht, sondern wirklich um das, was mich am Ende ausmacht. Und ja, am Ende ist dieser YouTube-Kanal daraus entstanden und ich bin sehr, sehr froh darüber, ja, dass du das heute siehst. Und ich hoffe, dass ich dich ein Stück weit begleiten kann auf deinem Weg, deinen Weg zu finden, deine Fragen zu beantworten. Und ja, im nächsten Video gibt es dann mehr.